Hallo zusammen, willkommen in der Zeit der Kürbisse. Yay, ich nähe gerade Pumpkin-Tischsets, Pumpkin-Placemats. Yay. Wenn ihr Lust habt, diese super einfachen Pumpkins mitzunähen, dann würde ich sagen, fangen wir an. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir nähen super einfach ein Pumpkin und kleben unser Gesicht einfach auf. Wir könnten das noch umnähen, das wäre kein Problem. Es ist aber gar nicht nötig. Zunächst einmal fertigen wir eine Vorlage an. Ihr könnt mit meiner Vorlage arbeiten, die findet ihr im Etsy-Shop. Ich verlinke euch das unter dem Video. Oder ihr gestaltet euch ganz frei einen Pumpkin. Den schneidet ihr einmal aus eurer Füllung aus eurem Vlies. Ich habe Thermolam gewählt. Ihr könnt jedes Vlies verwerten und verwenden, das ihr als Reststück habt. Wenn wir das haben, legen wir unsere Thermolamschicht auf unseren rückwärtigen Stoff und die letzte, unterste Lage, das ist die vordere Seite unseres Pumpkins. Die Seite, auf der wir unser Gesicht später aufsetzen, also nicht unser Gesicht, sondern das zugeschnittene Gesicht, später aufsetzen möchten. Wenn ihr wie ich mit Thermolam arbeitet, dann ist das Ganze ein bisschen schwierig zu wenden. Denn Thermolam haftet zwar an unserem Stoff, aber nicht genug, sodass wir es leicht wenden können. Damit wir da keine Schwierigkeiten bekommen, kleben wir unser Thermolam einmal auf den hinteren Stoff. Ihr könnt Stoffkleber verwenden. Ich nehme gerade so einen ganz allgemeinen Kleber, denn auch der lässt sich auswaschen. Und wir tragen das Ganze ja nicht auf der Haut. Einfach nur ein bisschen. Und wir legen unser Thermolam gut aus. Das Ganze stecken wir mit ein paar Nadeln zusammen und wir markieren uns unsere Wendeöffnung. Und schon können wir zur Nähmaschine. Das geht wirklich sehr schnell. Es ist ein sehr schönes, sehr schnelles Projekt. Lässt sich übrigens auch sehr gut mit Kindern arbeiten. Und wir wechseln. Wir nähen einmal um unsere Füllung herum und wir starten bei unserer Wendeöffnung. Und genau da möchten wir das sehr, sehr, sehr gut verriegeln. Sehr gut verriegeln. Noch besser verriegeln. Wir verriegeln. Wir setzen unser Füßchen an den äußeren Rand und wir nähen nun einmal genau unseren Rand ab. Da fällt mir was ein. Solltet ihr dieser Kleberidee nicht trauen, könnt ihr das Ganze natürlich auch stecken. Ihr könnt diese gebogenen Sicherheitsnadeln nehmen vom Quilten und ihr könnt die Füllung mit dem Unterstoff einmal zurückschlagen. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch einfach mal locker drauf losstecken. Das hält eigentlich, das bräuchte nicht. Aber wer da meint, das Ganze müsste ein bisschen mehr Halt haben, der kann einfach ein paar von diesen Nadeln dann einbringen. So schaut das aus. Diese Nadelrückseiten schauen uns an. Und die Nadelöffnung liegt zwischen beiden Stofflagen. Ganz wichtig, denn sonst können wir das Ganze nicht mehr lösen. Dann haben wir später die Nadeln innen stecken. So, und weiter geht's. Am Ende unserer Naht angekommen, also an dem zweiten Punkt der Wendeöffnung, vernähen wir das wieder sehr, sehr, sehr gut. Wir entfernen wieder die Nadeln, die alle 3 Lagen zusammengehalten haben. Und wir wandern einmal zum anderen Arbeitsplatz. Unsere kleinen Nadeln haben wir dann eingenäht und wir schneiden einmal eine kleine Nahtzugabe zu. An diesen beiden Eckpunkten schneiden wir bis zur Naht ein. Lasst circa einen halben Zentimeter Nahtzugabe stehen, das reicht völlig. An unserer Wendeöffnung lassen wir mehr Nahtzugabe stehen, damit uns die Nahtzugabe später nicht herausrutscht, wenn wir das Ganze vernähen möchten. Und wenn wir das haben, wenden wir.
Lasst die Wendeöffnung wirklich groß genug, dann ist das Ganze gar kein Problem. Dann habt ihr das im Nu einmal umgedreht. Unsere Füllung ist gesichert. Wir können da einmal mit der ganzen Hand hineingehen und können das schon mal so ein bisschen richten. So, was noch fehlt, ist unser Stielansatz. Den holen wir uns jetzt. Da ist er. Und mit unserem Kantenschärfer fahren wir noch einmal alle Kanten ab, um die zu schärfen. Und siehe da, unsere gesteckten Nadeln sind auf der Vorderseite und sie lassen sich ohne Schwierigkeiten entfernen. Wir schlagen einmal unsere Wendeöffnung nach innen, und zwar um unsere Füllung herum. So, dadurch, dass wir das Ende an der Wendeöffnung sehr lang gelassen haben, lässt sich das ganz ohne Schwierigkeiten legen. Das Ganze möchten wir einmal bügeln. Von beiden Seiten, und ihr seht hier, dieser Bastelkleber, der drückt sich nicht durch. Die heutigen Bastelkleber sind auch auswaschbar, damit man Kinderkleidung nicht versaut. Das heißt, damit die Kinder ihre Kleidung nicht versauen. Also lassen die sich wunderbar für solche Projekte gebrauchen. Das ist wesentlich günstiger. Und man bekommt die Stifte überall. Das Ganze sieht schon aus wie ein Pumpkin von der Grundform her. Wir möchten jetzt aber, Moment, unsere Linien hineinbringen. Unsere Linien können wir nun frei übertragen oder aber wir können sie von der Vorlage kopieren. Ich werde daran denken, dass ich hier gleich noch diesen Bogen einarbeite. Alle Linien sind eingetragen. Wir gehen zurück an die Nähmaschine. An der Nähmaschine stellen wir unsere Maschine auf Zickzack und wir stellen einen kleineren Stichabstand ein, damit wir ein schön dichtes Zickzackmuster bekommen. Wir können das Ganze mit dem Standardfüßchen nähen und wir drehen unseren Pumpkin einfach unter der Maschine. Wir steppen bis in die oberste Ecke und wir nähen wieder zurück. Genauso wie wir das beim Quilten auch machen. Es ist nichts weiter als Quilten. Und wir folgen jeder Linie. Im nächsten Schritt möchten wir einmal außen um unseren Pumpkin herumnähen und wir möchten hier ein bisschen Form hineinbringen. Den Abstand, meine Stichweite, stelle ich ein bisschen größer. Hier haben wir jetzt diesen Punkt, so, da ist diese Welle, die möchten wir jetzt eindeutig mit dabei haben. Und weil das der Boden unseres Pumpkin ist, möchte ich den noch ein bisschen verstärkt darstellen. So. Unser Kürbis ist nun schon soweit fertig genäht. Nun kommt das Gesicht. Yay! Und das aufzubauen macht richtig Spaß. Wir sehen uns am Arbeitsplatz. Zunächst einmal möchten wir die Linien, die wir nicht gequiltet haben, wieder entfernen. Ich hatte mit einem Friction-Stift gemalt auf meinem Stoff, also kann ich die Linien einfach wegbügeln. So. Wenn wir das haben, möchten wir unser Gesicht aufbauen. Auf unserer Vorlage haben wir in etwa die Position von Augen, Nase und Mund schon eingezeichnet. Daran könnt ihr euch ein wenig orientieren oder wir setzen das einfach frei auf. In der Vorlage findet ihr ganz unterschiedliche Augen, Augenbrauen, Nasen und Münder. Und damit können wir nun nach Herzenslust auf unserem Kürbis basteln. Diese Gesichter kleben wir einmal auf Flisofix auf
und wir schneiden das Ganze zu. Ich möchte hier oben noch meinen Stiel zuschneiden. Wir ziehen das Trägerpapier ab und bügeln das Ganze einmal auf. Wenn ihr mögt, könnt ihr die aufgeklebten Gesichter noch mit Zickzack umnähen. Nötig ist das nicht, das Ganze hält so schon sehr gut. Mein zweiter Pumpkin ist nun fertiggestellt. Es werden noch weitere Pumpkins folgen und ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr arbeitet ebenfalls diese Pumpkins. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Mitmachen, hoffe ich. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Yay!